Hallo und herzlich willkommen im Frühling. Jetzt eindeutig alles grünt und sprießt nur so hervor. Es war die vergangene Woche, war die erste Woche, wo es wirklich warm war, so bis zu 20 Grad. Die Woche davor waren immer noch 4, 5 Grad. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen kühler, deswegen noch die Mütze. Aber schön zu sehen, wie alles neu wird hier in der Natur. Und auch beim Zelt machen wir ein paar neue Dinge jetzt. Ja, ein paar Dinge sind hier neu. Vielleicht fällt euch auf, dass der Boden hier fehlt. Und auch, dass das hier fast wieder wie neu ausschaut. Es war nämlich so, letzten Herbst habe ich einiges an Schimmel da leider reinbekommen, weil ich es eben recht lang im Regen stehen gehabt habe, das Zelt. Und habe es jetzt mal testweise diese beiden Bereiche da mit so einem Schimmelmittel behandelt. Man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Wie ich nämlich das Zelt mit diesem Mittel, das da drinnen noch herumsteht, alles, behandelt habe und den Boden rausgenommen habe, kam mir eine Idee. Und das machen wir heute. Bevor wir zu sägen beginnen, muss ich erstmal das ein bisschen besser stabilisieren hier. Schön. Oh ja, das ist eine gute Höhe. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das jetzt daher bekommen. Ah, jawohl. So. So, stabil genug. Vielleicht kann man jetzt ein bisschen erraten, was die Idee des Ganzen ist. Schön! Man kann jetzt einfach ins Zelt reingehen. Das ist echt. Oh wow! Es geht sich sogar genau aus von der Höhe. Das ist cool. Das ist gleich ein ganz anderes Gefühl. Ich kann natürlich jetzt den Boden nicht mehr reingeben. Beziehungsweise ich könnte schon den Boden reingeben und dann müsste ich aber den Boden ausschneiden. Das möchte ich aber nicht machen. Sondern ich werde das einfach bodenlos lassen, das Zelt. Und dann hier einfach diese Seitenwände da mit diesen Gummiteilen runterspannen, damit das einigermaßen unten bleibt und bei Wind nicht so herumflattert. Für jetzt erstmal ist es wunderbar. So, wunderbar. Und der Eingang ist aufgestellt. Das ist echt ein ganz anderes Gefühl so. Bin gespannt, wie mir das auf Dauer zusagt. Dann machen wir hier noch ein bisschen Ordnung mit den ganzen Sägespänen.
dass wir die Woche jetzt aber nicht nur am Zelt irgendwas herumbasteln, sondern auch ein bisschen Natur erkunden, würde ich gerne etwas machen, was ich mir schon seitdem ich hier bin gedacht habe, dass ich machen sollte. Und zwar diesen Sumpf zu umrunden. Ich war bis jetzt immer nur an manchen Stellen da, aber ich bin noch nie ganz herumgegangen. Und für das werde ich auch die Kamera hier mitnehmen. Wer weiß, was uns alles so begegnet. Aber ich glaube, ich werde mir noch die Jacke anziehen. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich werde im Uhrzeigersinn, na Blödsinn, das ist gegen den Uhrzeigersinn herumgehen, einfach weil das hier schon der bekannte Bereich ist mit dem Teich. Vielleicht sind ein paar Enten da. Ich sehe nur ein paar Wasserläufer. Schauen wir mal, vielleicht können wir da etwas davon filmen. Da ist er. Da müssen wir irgendwo vom Weg runtergehen. Vielleicht gehe ich gleich darüber. Da ist noch ein bisschen sumpfig, aber da kann man noch gut drüber steigen. Nicht viel los. Da die schleppen einfach Zeug hin und her. Man fragt sich, wie sie das Ganze organisieren. Dass jeder Ameise weiß, wo jetzt zum Beispiel dieser Stecken da hinkommen soll. Oh, was machen die da? Die sind da im Teamwork unterwegs. Ist das ein... Oh, das ist ein Käfer oder tote Ameise? Eine Spinne. Ja, die sind schnell. Aber ich glaube, das werde ich wirklich machen in einer der zukünftigen Episoden mal. Da irgendwie auch mit der Kameratechnik das irgendwie so aufzubauen, dass man da sehr schöne Ansichten hat. Weil das ist da jetzt aus der Hand zu filmen nicht so ideal. Da müssten wir mal das Stativ mitnehmen. Vielleicht kann man noch so einen kleinen Kran bauen. Aber schauen wir mal, wo es weitergeht. Da kann man auch so einen Trampelpfad erkennen. Ich vermute, dass da Rehe und Fuchs und Wildschwein unterwegs sind. So, der Trampelpfad zweigt hier ab, aber wir folgen der Uferlinie des Sumpfes. Man hört hier ein Knarren eines Baums. Wir konnten probieren, ich leihe mir hier kurz ein Mikrofon. Kann man da ein bisschen näher hingehen und den Baum interviewen. Welcher Baum war das? Ah, ja hier. Das sind diese beiden Birken, die sind oben verbunden. Natürlich, wenn da der Wind reinfährt, dann beginnt es zu knarren. Vielleicht hören wir was Spezielles, wenn wir das Mikro an den Baum halten. Dass irgendwelche Vibrationen noch mitgehen. Klingt wie irgendein entferntes Bodendielen, Knarren. Das sieht mir hier fast wie ein Abfluss aus, der da vorne aber allerdings blockiert ist.
Vielleicht war das nämlich nicht immer ein Sumpf, das habe ich mich schon mal gefragt, weil in dem Sumpf so unglaublich viele hohe, abgestorbene Bäume stehen. Also vielleicht ist es erst irgendwann mal im Laufe der Zeit zugeschüttet worden oder zugefallen. Und dann hat sich das Weiß immer mehr aufgestaut und dann sind die ganzen Bäume ersoffen. Oh, da kommt gerade das Licht schön herein. Das ist ein bisschen feucht da. Ja, ein bisschen rüber, macht gerade einen Schatten. Ja, genau. Ja. Das ist mini klein. Ich kann mal zum Vergleich meinen Finger daneben halten. Eine Mini-Blüte. Ich finde das sehr spannend, weil man muss nicht immer die großen Dinge irgendwie sehen, irgendwelche großen Tiere oder was auch immer. Man kann sie einfach mal irgendwo auf den Boden legen. Oh, da ist noch eine. Und einfach mal lang genug herumschauen. Und es gibt so viele kleine Details, die man finden kann. Irgendwie diese kleinen Blüten, die hätten wir nie gesehen, wenn wir einfach nur auf die großen Dinge geachtet hätten. Das sind jetzt andere als drüben. Aber die kommen da, wo geht die Straße eigentlich hin? Da kommen sie raus. Ja, ich glaube, die tragen ihre eigenen Larven da raus. Spannend. Ja, die nächste. Aber wohin? Da verschwindet es wieder irgendwo. Irgendwo da gehen sie wieder rein. Eine Vogeleischale. Die ist aber schon älter, die muss vom letzten Jahr sein. Und meine nachträgliche Recherche sagt mir, dass das höchstwahrscheinlich das Ei einer Amsel ist. So schön, wenn man da einfach reingehen kann. Ein anderes Raumgefühl. Es war ein sehr schöner Tag, es ist doch noch sehr sonnig geworden jetzt am Abend. Und es ist einfach so herrlich mit den Vögeln, die da herum sind. Mehr von Brut- und Nistverhalten der Vögel gibt es dann in den nächsten Folgen zu sehen. Vielen Dank fürs Dabeisein heute. Ich wünsche euch selber viel Zeit in der Natur und bis zum nächsten Mal hier in Jojos Camp. Ciao!